Guten Morgen. How are we guys doing? Oh, good. We're ready for today? Yes. Now, glad to hear it. And some people I heard are new today. Oh yeah, I assume. Welcome, Sam. Thank you. I was waiting for Dominique. Guten Morgen. Achso, falsch rum? Ja, ich denke. Hi. Yeah, how are you doing? Ja, irgendwie, ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Well, yeah, so I wanted to say, because you got, those of you who were here yesterday, you know how I feel about welcoming people. Ja, also, when they're ich new. muss sagen, ihr wisst, wie es mir gegangen ist, wie ich darüber denke, wenn man neue Leute begrüßen muss. And the people who are new don't know that yet. Aber die Neuen, die heute Morgen erst dazukommen, die wissen das nicht, was mir widerfahren ist. So I thought we could welcome them together. Also habe ich gedacht, begrüßen Sie mal. Because I heard that, that Germans have a different dance style to my style. Oh ja, weil ich gehört habe, ich will mal sagen, Klammer auf, jemand hat meinen Tanzstil vermosert. Klammer zu. Also, ja, Leute haben einen anderen Tanzstil als... But I still believe that Germans can dance. Aber ich glaube immer noch, dass Deutsche auch tanzen können. So, I'd like to invite you Also, to all stand. ihr dürft gerne aufstehen. Alle. We're going to welcome the new people Und wir heißen euch Neue herzlich willkommen with a little dance. mit einem kleinen Tanz. Okay, are you ready? You guys are going to translate my dance moves. Okay, also dann höre ich auf. Ihr seid dran mit Übersetzen von dem, wie Dominique jetzt gleich hier tanzt. Okay, here we go. Welcome to Emily. Welcome to Emily. Emily. Hey, very good. That was proof that Germans can dance. Ja, Deutsche können tanzen und wir haben auch einen Sinn für Humor. Was that filmed? Ja, I'm sure. Okay. So this weekend together we're looking at the theme of wonderful. Dieses Wochenende läuft unter der Überschrift Wundervoll. And yesterday we looked at Wonderwall. Gestern haben wir uns die Wunderwand angeschaut. So we looked at who God is. Wir haben geguckt, wer ist Gott. And we looked at why questions are so important. Wir haben uns damit beschäftigt, warum Fragen so wichtig sind. Why they help us to have a bigger vision of the world around us. Warum sie dabei helfen, dass man ein größeres Bild, ein größeres Verständnis dafür bekommt, wie die Welt um uns herum funktioniert. We also saw that one way to answer big questions is with a story. Wir haben auch einmal darüber nachgedacht, dass es wichtig ist, dass man Fragen mit Geschichten beantwortet. So I was very proud of Vicky this morning, who said, I'm going to answer Jason's question. Und ich bin besonders stolz auf Vicky, die heute Morgen Jasons Frage mit einer Geschichte beantwortet hat. It was super. Ja. Oh yeah, that's German, of course. Yeah. Super. And we looked in particular at the story of the Israelites who were in captivity. Wir haben uns die Geschichte der Israeliten angeschaut, die in der Gefangenschaft waren. And they had known a leader, Pharaoh, and he was very oppressive and restrictive. Und den Leitungsstil, den sie kannten, war der des Pharaos, der sie unterdrückt hat und der sehr restriktiv war in seiner Art und Weise. And they had to learn get to know God with a different way that they had known Pharaoh. Und sie mussten erstmal wieder lernen, Gott in einem anderen Licht zu sehen, auf eine andere Art und Weise wahrzunehmen, als das Bild von Pharao auf Gott zu transferieren. In order to follow God into freedom, they had to learn that God is Adonai, the God who takes care and protects and nurtures his people. Ja, um Gott wirklich kennenzulernen und ihn als Adonai, als den Beschützer, den Bewahrer, den, der sie trägt, wahrzunehmen, mussten sie erstmal das Bild von Pharao und seinem Leitungsstil ablegen. They had to replace the lie of Pharaoh with the truth of who God is. Sie mussten die Lüge des Pharao mit der Wahrheit, wer Gott wirklich ist, austauschen. So yeah, those of you who are new, you might have heard, my name is Dominique. Für diejenigen von euch, die mich noch nicht kennen, ich bin Dominique. It's a French name. Das ist ein französischer Name. Dominique. And I'm from the UK. I was born in the UK. Ich bin in Großbritannien aufgewachsen. And then I became Dutch a few years ago. Vor ein paar Jahren wurde ich dann Holländerin.
and now I live in Austria. Jetzt wohne ich in Österreich. Somebody said to me this morning, when I read your bio, I thought maybe it was like several people in one. Jemand sagte heute Morgen zu mir, als ich deine kleine Selbstdarstellung gelesen habe, ich erst gedacht, vielleicht sind es ja verschiedene Personen in einer Person. But I really am just one person. Aber ich bin nur eine Person. But this question about who you are is one that probably will come up a lot throughout our lives. Aber die Frage nach dem, wer bist du, ist bestimmt eine von diesen Fragen, die uns immer wieder in unserem Leben begegnen wird. It's one of the first things that when we're born, our parents give us. Die Frage des Namens ist eine Sache, die uns unsere Eltern mitgeben, wenn wir geboren werden. And a part of us figuring out who we are is knowing our name and then knowing that we have a body. Ja, die Identitätsfrage des Wer bin ich, ist unser Name, ist wahrnehmen, dass man einen Körper hat. I have 3 boys. Ich habe 3 Jungs. And our youngest, he's 1.5. Und der Jüngste ist 1,5. His name is Joel. Er heißt Joel. And he is discovering lots about himself. Und er erkundet und findet ganz viel über sich selbst heraus. And it's really fun to watch him discover his body and learn what he can do with it. Es ist spannend, ihn dabei zu beobachten, wie er seinen Körper erkundet und dabei herausfindet, was er alles so kann. And I don't know if many of you have been around babies, but they don't even know their own reflection. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal sich mit Babys mehr auseinandergesetzt haben, aber spannend ist ja, die können noch nicht mal sich im Spiegel wiedererkennen. So when he was little, every time he was in the mirror, he thought there was another baby there. Das, als er klein war und er von dem Spiegel war es immer so, da ist ja noch ein Baby. And he would have these big conversations with himself, but thinking, who's this other baby? Ja, und dann hat er diese Unterhaltung im Spiegel geführt, wer ist dieses andere Baby? And it's so fun to see like realizing his hands, like what do these do? Die Hände erkunden, was kann ich wohl mit denen anstellen? And he's a little boy, so he also discovered something else. Und er ist ein Junge und er hat auch noch etwas anderes entdeckt. And was also like, what is this? Wow! Ja. Amazing! He has 2 big brothers, so he's like, have we all got one? Und das sind 3 Jungs. Wir sind alle mit dabei. Like this discovery of who he is and what that he has a body that moves and does things, he's fascinated by it. Und diese Erkenntnis, dass der Körper sich bewegt und dass man damit verschiedene Sachen kreieren und machen kann, das ist total faszinierend für ihn. And through seeing himself in the mirror or seeing what he can do, he's building up this memory about his body. Und durch den Spiegel, durch das, was er erlebt, was er erschaffen kann, baut er immer mehr Erinnerungen auf über das, wer er ist. So that when he looks in the mirror now, he knows he's looking at himself. Dass wenn er jetzt in den Spiegel guckt, dass er genau weiß, das bin ich. Now, we just celebrated the band. Robin celebrated the band with us. Ja, Robin, du hast die Band hier einmal schön mit uns gelobt. And 2 people of the band kindly volunteered when I told them that they were going to help me. Und ich habe 2 der Bandmember gebeten, mir zu helfen. But before you come, can you bring one item that belongs to you? Also bringt mal was mit, was euch gehört. Eine Sache. Yes. So we have Sebastian and Anna. Sebastian und Anna, herzlich willkommen. Okay, and what have you brought with you, Sebastian? Was hast du mitgebracht, Sebastian? Ich habe meine G&W Trinkflasche mitgebracht. Und du? Ich habe einen Stabilo Woody 3 in 1 mitgebracht. Super. Okay, can I have them, please? Thank you. Ja. I'm going to add them to our table of wonders. Ja, unser Tisch voller Wunder. Okay, we're going to do that again. Our table of wonders. Der Tisch der Wunder. Ihr seid super. Sehr gut, sehr gut. Okay, and I'm going to invite you guys to come and have a look. Jetzt dürft ihr hier einmal gucken. You've got we're going to do a 15-second countdown. 15 Sekunden Countdown. And you just try and remember how many things are on this table. Ja, guckt mal, was da so liegt. Versucht euch alles einzuprägen. Okay, let's count down. 15, 14, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, I'm mostly proud of myself. I just counted backwards in German. People.
erzählen auf Deutsch, Dominik. Okay, so, yeah? Yeah, remember? Alles okay? Okay, turn Dann around, dürft ihr euch please. mal umdrehen. Eyes closed. Okay, Augen zu, nicht gucken, nicht schmulen. Okay. Okay, we're ready for you. Turn around, please. Jetzt dürft ihr euch umdrehen. What is missing? Was fehlt auf diesem Tisch? Ich glaube, da müssen wir das Publikum fragen. Ja, meine G&W-Flasche fehlt. Mein Stift. Ja. Und? Achso, okay. Die Kreide, so ein kleines Stück Kreide war noch hier. Oh. Das lag genau hier. Oh. Nein. 5, 4, 3, 2, 1. Do you remember? Ne? Yeah. Okay, Yazon, what was the one thing that you didn't remember? Wie heißt das? French Press, French ja, Press. ja. French press coffee thing. Yes. Coffee, ja, Kaffeemaschine. Well, you guys are very well. I'm surprised you remembered this. Ja, das ist schon, die Kreide ist schon ganz schön krass. Impressive. And then this Okay. is the one, and of course the easiest ones to remember were. Die einfachsten Sachen waren natürlich eure eigenen Gegenstände. And I would like to say a big thank you to you Dankeschön. both. And you get a little chocolate to say thank you. Okay, so you're gonna, I think it's easy maybe to see the point that we're going to be looking at next. Ihr versteht gleich, wie einfach der Punkt ist, den ich machen will mit dieser Illustration. We remember what we pay attention to. Wir erinnern uns an die Dinge, auf die wir achten. We remember what we know belongs to us. Wir erinnern uns an die Dinge, wo wir wissen, die gehören uns. It took them all of 1 second to realize that it was the bottle and the pencil that were missing. Hat nur eine Sekunde gedauert, dass sie gemerkt haben, dass die Flasche und der Stift nicht da waren. They've probably seen those things every single day. Wir haben die schon zigmal gesehen und in Gebrauch gehabt. But the things that were new, they had only seen once, was a bit harder to remember. Aber die Dinge, die neu waren, die sie vielleicht auch zum ersten Mal gesehen haben, die waren ein bisschen schwieriger, die aufzunehmen. And I learned a few things about how our brain works. Und ich habe ein bisschen was darüber gelernt, wie unser Gehirn funktioniert, But you can only hold so many things at one time. dass man auch nur so eine bestimmte Anzahl von Dingen in seinem Kopf behalten kann. So it has to filter out, okay, what are the things that are important and what things are not, because I can't keep everything in here. Also das Gehirn filtert automatisch aus, was ist wichtig, was muss ich hier drinnen aufbewahren und was muss erstmal gepackt werden. And so our brains make little snapshots, Also macht unser Gehirn so kleine Schnapsschüsse. and then what we try to Schnaps, nee, Schnapp. isn't that drinks? I know, that went wrong, there was one S too much. Schnappschüsse. Snapshot. Ja. Let's say it even worse. I know. Anyway, we regroup. And in between those snapshots, we fill in the gaps. Und zwischen diesen Schnappschüssen füllen wir die Lücken auf. I'm just going to keep saying snapshots for the rest of the day. And so we want to make sense of these little snapshots. Ja, aber wir sind auch so aufgebaut, dass wir einen Sinn, wir brauchen es, dass die irgendwie geordnet werden, diese kleinen Eindrücke. Yes. We are going to watch a little clip in a second. Wir schauen uns gleich einen Clip an. And for those of you who were here yesterday, can you guess where that clip might be from? Diejenigen von euch, die Gäste da waren, könnt ihr euch vorstellen, aus welchem Film dieser Clip gleich stammen wird? Mama sieht sie, Baba. Oh yeah, band, you have a challenge now. Ja, der König der Löwen. Yeah, The Lion King, my favourite film. And the clip we're going to watch is about looking at Simba. Wir schauen uns einen Clip an, in dem Simba vorkommt. And just to give you a little bit of background, Simba is the son of Mufasa, who was the king of the
Savannah. Also, wir haben Mufasa, den König, und Simba ist der Sohn. And Mufasa dies, and Simba believes that he was the cause of the death, and so he runs away. Mufasa stirbt in diesem Film und Simba denkt, er ist für den Tod des Vaters verantwortlich. And then where we're going to see the clip is where Simba is in the wilderness and he's met by a very wise monkey. Und der Clip, den wir jetzt gleich sehen werden, ist der in dem Moment, wo Simba auf einen weisen Affen Rafiki trifft, in der Wildnis, in der Wüste. And the monkey asks him, "Oh, who are you?" Und der Affe fragt ihn, wer bist du? And Simba answers, "I used to know, but I'm not so sure anymore." Und der antwortet und sagt, ich wusste das mal, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. And the monkey says, "Well, I'm going to show you who you are." Aber ich werde es dir zeigen, sagt der Affe. What I love about that clip and that part of the story is what happens when Simba remembers who he is. Was ich besonders mag an diesem Clip, an dieser Geschichte, ist den Moment, den wir gerade gesehen haben, wenn Simba sich daran erinnert, wer er wirklich ist. And in the beginning of the Bible, in Genesis, we see two questions. Und am Anfang der Bibel, in 1. Buch Mose, da sehen wir zwei Fragen. And the first question that God asked Adam and Eve is, "Where are you?" Und die erste Frage, die Gott Adam und Eva stellt, ist die Frage, wo seid ihr, wo bist du? When difficult things happen to us, when we do things that are wrong or, not treating other people well, Das Erste, was wir normalerweise tun, wenn wir was falsch gemacht haben, wenn wir andere vielleicht nicht so behandelt haben, wie wir es gerne getan hätten, when we experience something that feels quite traumatic, oder wir etwas erfahren, was sich traumatisch anfühlt, or we feel shame, oder wenn wir uns schämen, what we do is we run away. dann flüchten wir, dann versuchen wir uns zu verstecken. We want to hide ourselves from others, Ja, wir verstecken uns vor anderen, from ourselves. vor uns selbst. We leave the communities that we were a part of. Wir verlassen die Orte, die Gemeinschaften von Menschen, zu denen wir gehören, Because we believe we can't be there anymore. We're not who we're not. We don't like who we are. weil wir uns selber nicht mögen. The second question that we see in the Bible that God asked Adam and Eve is, who told you? Die zweite Frage, die Gott Adam und Eva stellt, ist die, wer hat es dir gesagt, wer hat es euch erzählt? They say we're naked, so we had to hide. Ja, und die Antwort ist, wir sind nackt, wir mussten uns verstecken. And then God says, who told you? Wer hat dir das gesagt? The stories that people tell us in our lives when we're growing up, Die Geschichten, die uns andere erzählen, wenn wir heranwachsen, that affects how we see ourselves. die haben einen riesen Einfluss darauf, wie wir uns selber sehen. And it's not just we hear something once, Und es ist nicht nur, dass wir die Sachen einmal hören, but we might hear it several times. aber es kann sein, dass wir die mehrfach hören. So we need to almost do the opposite. We need to tell stories again and again and again that remind us who God is and who we are. Und deswegen müssen wir uns immer und immer wieder Geschichten erzählen, wer Gott wirklich ist, damit wir uns daran erinnern, wer er ist. My husband is Dutch and we met in Germany. Mein Mann ist Holländer, aber wir haben uns in Deutschland kennengelernt. And for 1 year we wrote each other back and forth via WhatsApp. Und ein Jahr in unserer Beziehung haben wir auf verschiedenen, da waren wir nicht in seinem Ort und haben uns ganz viel über WhatsApp geschrieben. So we have now 1,500 pages of WhatsApp conversation in that 1 year. Wir haben da ganz viele Seiten WhatsApp-Unterhaltung von diesem einen Jahr. And when he annoys me, which happens often, Und wenn er mich manchmal nervt, I often go back to those pages to remember our story. dann schaue ich mir diese Unterhaltung an und diese Seiten, um mich an unsere Geschichte zu erinnern. So yesterday we looked at God's names, and today we're looking at who we are. Gestern haben wir uns über die Namen Gottes ein paar Gedanken gemacht und heute wollen wir uns einmal anschauen, wer wir sind. And we see in the Bible that Jacob got a new name, he got the name Israel. Und wir sehen in der Bibel die Geschichte von Jakob, dass er einen neuen Namen bekam, der Name Israel. He wrestled with God and God said, you know, in the past, Jacob, you were somebody who was deceitful and he tried to grasp your blessing. Gott sagte zu Jakob, in der Vergangenheit, Jakob, da warst du so einer, der nicht ehrlich war, der so auf krummen Wegen, der immer irgendwie was ein bisschen sich schleichen wollte.
But now I'm giving you the name Israel. You're going to receive the blessing freely. You don't have to grasp. You don't have to trick anybody. Ja, aber jetzt gebe ich dir den Namen Israel und der Segen kommt ganz von allein. Und du musst nicht darum ringen, du musst nicht darum kämpfen, du musst dir nichts erschleichen. And so today I'm gonna invite you to also ask God, well, who do you say I am? Und wir fragen aber auch die Frage, Gott, wer sagst du, dass ich bin? Or to say to God, well, yeah, or help to have a conversation with God about who told you about who you are. Oder die Frage ein bisschen erörtern, vielleicht einmal darüber nachzudenken, wer hat uns eigentlich gesagt, wer wir sind? Maybe there's a name, and I'm not talking about your actual name, but something that you believe about yourself that maybe God wants to change. Und vielleicht gibt es einen Namen, und damit meine ich nicht euren richtigen Namen, aber mehr wie so ein Aufkleber, ein Label, das auf euch klebt, wo ihr sagt, ja, den möchte Gott eigentlich abziehen, den möchte er verändern, weil der stimmt einfach nicht. Or maybe God wants to remind you about who you really are, so that you can go into the plans and purposes that He has for you. Oder Gott möchte dich vielleicht daran erinnern, wer du wirklich bist und dir eine Identität geben, damit du all das wahrnehmen kannst und hineinwachsen kannst, wozu er dich eigentlich berufen hat. And we have the fantastic prayer team with us, of course, again. Wir haben wieder unser wundervolles Gebetsteam am Start. And they've got these little stamps called with the words Wonder Kid. Und es gibt Stempel mit diesem kleinen Satz Wunderkind. And in a minute during the music and things, you can go there and get a stamp from them. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gleich, wenn wir anfangen, hier ein bisschen nochmal zu singen, nach vorne kommen und euch einen Stempel abholen. As a reminder of who you are, Wonder Kid. Als Erinnerung daran, wer ihr wirklich seid, ein Wunderkind. Because we are made in the image of God. Denn The jede biggest wonder. Jede von uns ist im Ebenbild Gottes geschaffen, der das allergrößte Wunder ist. And you can also take your books. If you don't want to get a stamp on your hand or on your body, then feel free to take a book or something to be that with. Wenn ihr das nicht möchtet, dass jemand euch auf den Arm oder die Hand stempelt, dann könnt ihr natürlich auch gerne euer Buch mitnehmen und den Stempel da reinstempeln. So yeah, I'm going to invite the band, I think. Ja? Yes. And just as we take this time, just remember, like, the wonders of the world Die Weltwunder, have certain qualities. um in diesen Katalog von Weltwundern aufgenommen zu werden, gab es eine bestimmte Liste von Anforderungen. And these, the qualifications that they're skillfully made, they're unique, and they are full of mystery. Like we don't really know how they came to be. Ja, Weltwunder sind völlig natürlich oder auf einzigartige Weise kunstvoll errichtet. Es ist eine Art Mysterium, das nicht gelöst werden muss. Wo der Ursprung herkommt, die Konstruktion oder die Bedeutung sind offen. Und so sind die Anforderungen an diese Weltwunder. And you are a wonder of the world. Und ihr seid solche Weltwunder. You are a wonder kid. Ihr seid Wunderkinder.